Im letzten Teil haben wir uns darum gekümmert, kleine Vänchen auf die Haut zu zaubern. In diesem Teil malen wir sie komplett mit der Hand. Und wir zaubern noch Poren und Muttermale auf der Haut und bringen die Haut somit aufs nächste Level. Also, lasst uns anfangen. Let's go! Step 11. Da uns diese ganzen Blutgefäße oder Aderchen noch lange nicht reichen, werden wir uns selber unsere eigenen Venen auf das Modell kreieren. Und dafür brauchen wir Aquarellstifte. In diesem Fall blau und rot. Es ist ganz egal, was für ein Blau oder ein Rot ihr dann nimmt. Besorgt euch einfach 2 Aquarellstifte und dann könnt ihr diesen Schritt einfach nachmachen. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Ihr schnappt euch den blauen Aquarellstift und dann fangt ihr an, auf dem Modell einfach Venen leicht drauf zu zeichnen. Falls ihr nicht genau wisst, wie Venen auszusehen haben, dann könnt ihr das natürlich auch nachgoogeln, aber im Grunde genommen könnt ihr das einfach nach Gefühl machen. Es weiß ja eigentlich auch jeder, wie Venen ungefähr aussehen. Und am Ende des Tages ist das jetzt in diesem Step kein Schönheitswettbewerb. Überall dort, wo ihr Venen haben wollt, da malt ihr welche hin. Wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch noch mal ein Wattestäbchen, macht es mit Wasser nass und geht dann mit dem Wattestäbchen bei und geht über die Venen, die ihr draufgemalt habt, und macht sie ein bisschen verwaschener. Euer Ziel ist es, durch das wiederholte Tupfen des nassen Wattestäbchens auf den Venen, dass die Venen nicht mehr so deutlich zu erkennen sind auf dem Modell. Also beziehungsweise nur noch leicht. Also ich mache das immer so, dass ich explizit bei einer Frau nicht ganz so viele Venen mache. Die Stellen, wo ich Venen einsetze, sind oft auch immer dieselben bei einer Frau. Das sind Stellen so wie oberer Brustbereich, obere Schulter, auch an den Seiten vom Bauch oder so oder unterer Bauchbereich, wenn sie etwas dünner ist. Beine- und Po-Bereich mache ich viel. Im Grunde genommen ist das ziemlich simpel. Das macht ihr einmal dann mit dem blauen Aquarellstift und mit dem roten. Wie stark oder wie viel ihr von jeder Farbe macht, ist euch überlassen. Ich habe jetzt in diesem Fall zum Beispiel zu 70% blau genommen und zu 30% rot, obwohl ich das Rote nicht mal aufgenommen habe. Ich muss zugeben, dieser Schritt ist echt ein bisschen mühselig und der bringt mir selbst auch überhaupt keinen Spaß. Aber der ist notwendig, damit das später noch realistischer aussieht. Also hier versuche ich euch das nochmal zu zeigen, wie das an den Beinen zum Beispiel aussieht. Es ist aber echt extrem schwer aufzunehmen. Ich habe überall längs der Beine, hinten am Po, habe ich überall Venen drauf gezeichnet und dann verwaschen. Aber auch wenn ihr bei dieser Aufnahme die Venen nicht so ganz erkennen könnt, hat diese Aufnahme echt einen Vorteil. Die ist so nahe, dass ihr die ganzen Unreinheiten und diese ganzen verschiedenen Farben auf der Haut erkennen könnt. Damit ihr ungefähr wisst, wie das momentan auszusehen hat. Besonders an den Oberschenkeln und am Po kann man eine extreme Farbvielfalt erkennen. Und das ist ein großer Vorteil, zum Schluss einen guten, schön realistischen Hautton hinzubekommen. Und wenn ihr denkt, langsam reicht's jetzt aber, dann muss ich euch enttäuschen,
Bei weitem nicht. Wir müssen noch eine ganze Ecke am Hautton machen. Und deshalb kommen wir jetzt zu Step 12. Wir werden jetzt Poren aufs Hautbild kreieren. Dafür verwende ich Agrax Earthshade von Citadel. Die Farbe ist aber ein bisschen härter vom Farbton. Ersatzweise könnt ihr auch Natural Flash vom Fairy Flash Set verwenden. Das ist ein bisschen sanfter. Wie gehen wir jetzt vor? Wir werden die Farbe mit unserer Airbrush-Pistole auf das Modell sprenkeln. Wie können wir das bewerkstelligen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr dreht den Luftdruck eures Kompressors so weit runter, bis die Airbrush-Pistole anfängt, die Farbe zu sprenkeln. Ich mache das so wie hier immer gezeigt. Ich nehme mir ein Blatt Papier und teste das erstmal, bis ich ungefähr das habe, was ich haben möchte. Das könnt ihr auch auf der Aufnahme erkennen. Und dann geht's auch schon los. Ihr schnappt euch euer Modell und fangt an, die Farbe dann da drauf zu sprenkeln. Hier im Gesicht sieht man das auch. Ich sprenkel die Farbe überall drauf. Und das, was passieren wird, und das wird euch auch passieren, es werden ab und zu mal kräftigere Farbtropfen auf dem Modell landen. Nachdem wir den Part von dem Modell gesprenkelt haben, schnappen wir uns wieder ein Wattestäbchen mit Wasser und dann gehen wir bei und entfernen diese Farbtropfen, die uns persönlich nicht gefallen. Ganz simpel. Die Menge der Poren, die wir jetzt drauf sprenkeln, muss jeder für sich entscheiden. Das ist einfach nur persönliche Präferenz, wie man es gerne mag. Ich persönlich mag nicht ganz so viele, eher ein bisschen weniger. Da kann man immer mitspielen. Wenn ihr so viel gemacht habt, könnt ihr es auch wieder wegwischen. Und diese Methode wendet ihr dann am kompletten Modell an. Was auch wiederum passieren wird, durch die dunklere Farbe und das Sprenkeln wird der Hautton automatisch auch einen Ticken dunkler, als er vorher war. Also nicht wundern, das gehört dazu. Das ist das Ergebnis unserer Eskapaden. Ich muss zugeben, ist gut geworden. Für meinen Geschmack habe ich tatsächlich ein bisschen zu viel an den Beinen gemacht. Aber das ist eben nur mein Geschmack. Ansonsten sieht das Ganze richtig gut aus. Überall gut verteilt. Überall da, wo größere Points waren, die habe ich natürlich entfernt. Und dadurch haben wir diese gleichbleibende Verteilung hinbekommen. Damit wir jetzt weitermachen können, müssen wir erstmal Step 13. die Statue, wie konnte es auch anders sein, wieder versiegeln. Ich versiegel das und wir sehen uns gleich wieder. So sieht das Ganze nach der Versiegelung aus. Ich versuche euch ja hier jeden Schritt genau zu zeigen. Es ist eben nicht so einfach, einen realistischen Hautton hinzubekommen. Und dann finde ich es viel wertvoller, wenn man jeden Schritt gezeigt bekommt. Dann weiß man wenigstens, wenn man das erste Mal macht, ob man in der richtigen Richtung ist. Dementsprechend habt ihr auch zeitgleich hier ein paar Einblicke, wie das Ganze jetzt zu diesem jetzigen Stand auszusehen hat, damit ihr dann bereit seid, beim nächsten Mal noch weiter den Hautton auseinanderzunehmen. Im nächsten Teil gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir fügen zusätzlich Details und Unreinheiten dazu. Denn genau das brauchen wir, um den Hautton am Ende sauber und realistisch auszuarbeiten. Also, bis zum nächsten Mal.